Hey meine Freunde und willkommen zurück zur neuen Folge. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich liebe das Spiel, ich hoffe ihr auch. Und wir haben jetzt hier so einige Punkte, diese 3 hier, mit denen wir ihn konfrontieren möchten. Ich bin nicht so 100% zufrieden, aber ich sag euch mal, warum ich das mit der Krankheit genommen habe. Der säuft hier Phosphor zusammen mit Kautschukmilch, also Saft des Gummibaums. Man nimmt auch diese Kautschukmilch, verfeinert die mit Schwefel und hat Gummi für Reifen und so weiter. Das ist keine gesunde Mischung. Deswegen glaube ich, ist er dadurch krank geworden. Aber woher kennen die beiden sich? Und das werden wir jetzt herausfinden. So, also, wir haben hier die Elektroplasma. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. Könnt ihr ja mal nachgoogeln, was mit denen passiert ist. Ich glaube nicht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, darüber zu reden. The spirits are silent, and so am I. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Ah, die waren wohl ein Paar. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Okay, wir konnten ihn ja gar nicht wegen den... Wir konnten ihn gar nicht deswegen fragen. Deswegen fragen. Gut. Wir müssen doch mal mit ihm reden. Wir müssen noch mal mit ihm reden. Thumbnail für diese Folge. Ah, das hatten wir. Mit ihm wollte ich reden, habe mich verdrückt. Do you recognize this ring? Should I? That's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Er weiß gar nicht, dass dieser einfache billige Ring und die Brosche, die er hat, ihre Vergangenheit definieren, als sie kein Geld hatten. I doubt I can help with this. Stop wasting time. The murderer is getting away. Stop wasting time. The murderer is getting away. I doubt I can help with this. Get to the point, Mr. Holmes. Also ich weiß, was ich fragen muss. Ich muss das hier fragen und ich muss das hier fragen. Aber ich will mal gucken, ob sonst noch irgendwas ist. Stop wasting time. The murderer is getting away. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, was she not dead already? Okay, wird Zeit fürs Gedankenspiel. Ich glaube, ich habe jetzt das meiste. Er hätte geglaubt, dass er auf Reisen gestohlen worden war. Er wusste es nicht, also fehlt ihm dieser Teil für ein Motiv. Aber ich glaube, wir müssen am Ende entscheiden, wer von beiden ihn getötet hat. Mein Bauchgefühl sagt, es war das Medium.
Dachte ich mir. Also wenn ihr mit derselben Spur auf 2 Sachen hinkommt, dann müsst ihr entscheiden, was von beiden ihr nehmt. Also wie im Spiel davor. Mrs. Emma kratzte... Oder Hotelpersonal kratzte. Ich glaube, er hat gelogen. Der hat sich so verdächtig verhalten, als er die versteckt hat, die Wunde. Wenn ich die Wunde verstecke, dann hat das irgendwas zu bedeuten. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Schadensersatzanforderungen. Schloss lässt sich leicht knacken. Und Medium hätte Schloss knacken können. Zurück. Hinweise. Aha. Die Diamanten lag neben ihr. Der Mörder ließ den Diamanten zurück. Wer auch immer getötet hat, ließ den Diamanten neben ihren Körper zurück. Der Lord sah Mrs. Emma mit dem Diamanten. Da wir ja glauben, dass es hier Dings, der Mörder, der andere war, wird es das hier sein. Und dann sind alle dunkel. Und wenn alle dunkel sind, bedeutet das, das wird wahrscheinlich das andere sein. Was wäre denn, wenn das? Ja, guck mal, dann wäre das rot geworden. Dann hätten die beiden nicht miteinander gepasst. Gut, passt. So harmonieren die. So. Lord Craven war in ihrem Zimmer. Lord Craven schlug das Medium. Das ist einmal Schadensersatz. Ne. Kann sich nicht beherrschen. Aber das wussten wir. Wir wussten ja, dass er ein Alki ist. Uns fehlen noch ein paar Hinweise. Aber wir haben schon mal eine Idee. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Wir haben den Fall fast gelöst. Er hätte es knacken können. Aber wenn er Gold leuchtet, dann heißt das, da gibt es noch... Über gestohlenen Ring. Sehr geehrte Monsieur Grafen, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls noch nicht abgeschlossen sind und der Ring noch nicht gefunden wurde. Ihr müsst den Diener Elo Dupin freilassen, da wir keine Beweise dafür erbringen konnten, dass er den Diebstahl beteiligt war. Wir werden über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Oh oh. Guck mal, seht ihr die Spuren? Okay, ich glaube, ich habe hier noch was. Ja, jetzt haben wir es. Wenn sich Luke, Kalisha und Miss Emma bereits von früher kannten, musste er womöglich, dass sie eine Diebin war. Ahnte Mr. Kalisha, was Miss Emma plante, wusste womöglich, dass Miss Emma eine Diebin war und ihm den Diebstahl in die Schuhe schieben wollte. Und dann wollte er sie töten deswegen, indem er das Schloss knackte, und deswegen ist er der Täter. Luca Galici ist der Mörder. Wollte das Medium ihren Diebstahl anhängen. Die Rache erwürgte er die Diebe. Also das ist eine mögliche Alternative. Luca Galici zur Verantwortung ziehen. Ist ein Mörder, er hätte einfach alles der Polizei erzählen können, doch stattdessen ließ er seine Rachegelüste freien Lauf und tötete Miss Emma. Für Luke ging es am Leben und Tod. Da er bereits einiges im Kerbholz hatte, hat sein Festnahmen wohl den Tod bedeutet. Ja, aber ihm fehlt das Motiv, weil wir ja gesagt haben, er ist kein Verbrecher. Sondern er ist einfach nur ein schlechtes Medium. Okay, das ist eine mögliche Alternative. Wir können aber auch sagen, das war das Hotelpersonal und der Lord war der Böse. Dann endet das Ganze so. Die Wahrheit entzürnt den Lord.
Ja, okay, und dann geht's nicht weiter. Er kann es gar nicht sein. Guck mal, das geht gar nicht weiter. Die einzige logische Schlussfolgerung ist das hier. Es ging gar nicht darum, dass er den Diamanten haben wollte, sondern er wollte einfach sie loswerden. Sollen wir gucken, ob es soweit ist? Komm, lösen wir. Was machen wir mit ihm? Zur Verantwortung ziehen oder zur Flucht verhelfen? Er hatte... Ja, sie ist echt ein Biest. Wenn das stimmt, dann ist sie echt ein Biest. Aber der muss sie doch nicht einfach töten. Was hättet ihr genommen? Ich würde ja eine Abstimmung einleiten, aber wer soll abstimmen? Und deswegen, meine Freunde, müssen wir das hier machen. Ich glaube, das ist das Richtige. Genau, er hätte es einfach der Polizei erzählen können. Luca Gallicci zur Verantwortung ziehen. Luca Gallicci ist ein Mörder. Er hätte einfach alles der Polizei erzählen können. Wir können noch ändern. Dann nehmen wir das hier. Na, okay. Ach komm, lassen wir es. Oder? Ich will das hier? Ach, das geht. Jetzt geht das. Zur Flucht verhelfen. Nein, ich will dir nicht zur Flucht verhelfen. Wir nehmen den. Fertig. Ende. Ah, wäre cool, wenn ich mal am Ende alle Kapitel nochmal neu spiele. Deswegen habe ich gespeichert für die Schlussfolgerung. Wir können irgendwann nochmal die alternativen Enden uns angucken. Aber jetzt bleiben wir erstmal dabei. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Luca Gallicci, I know you murdered Lady Craven, and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I am... I don't know what you're talking about. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. Ah, war Gefangener. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Lassen wir laufen, oder? Sie war schon echt ein Miststück, ne? Er hat einen Betrüger, der eine Betrügerin erledigt. You already suffered at Miss Emma's hands once. I'm not convinced you deserve to suffer again.
I can't help but notice the window latch seems faulty. Perhaps I should leave you here alone and fetch someone. I'm afraid it may take me some time. Oh, thank you. Thank you. The police won't notice your disappearance immediately. Run, leave Cordona, and try to lead a decent life. I won't forget your kindness. I owe you everything, Mr. Holmes. Stop wasting time. Run. Ein einziger Deduktionsfehler. Ich habe an das gute Menschen geglaubt. Das ist mein Fehler. Mr. Galici. Don't make it worse. We know you're in there. Imbeciles, why are you dawdling? Step aside. Wir haben neuen Erfolg. Rohdiamant. So, das war jetzt der erste Fall, Freunde. Jetzt geht es mit dem nächsten Fall weiter. Also, wenn es wie im vorherigen Teil ist, dann werden da so ein paar Fälle, so 4, 5 Fälle kommen. Mit denen wird sich später eine Hauptstory entwickeln. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything, even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? Ah, figure of speech. Just a figure of speech. Ah, damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Und so wurde aus einem Spiel ein Fall, womit ein Mord aufgeklärt wurde. Krass, oder? Tja, wird nie langweilig mit Sherlock. Was geht ab? Sherry, I forbid you to spend another night here. The hotel's reputation won't survive a second investigation. Sherry, I forbid you to spend another night here. The Das ist so hotel's geil. reputation won't survive a second investigation. Na? Okay. Wir müssen irgendwo hin. Wie sieht's denn aus? Gedankenspiel. Mutterliebe. Ein imaginärer Freund John. Das habe ich nicht erwartet. John ist seit meiner Kindheit mein Freund. Er fällt schwer zu akzeptieren, dass nur ich ihn sehen kann. Lol. Was ist das bitte für eine Sherlock Holmes Geschichte? Du bist gar nicht hier? Sherry, I forbid you to spend another night here. The hotel's reputation won't survive a second investigation. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe eine Nacht verbracht und hatte bereits gereicht, um in den Kriminalfall verwickelt zu werden. So hatte ich mir meine Zeit in Cordona nicht vorgestellt. Aber die Aufregung des Falls hat mich im finsteren Gedanken abgehalten. Jetzt wird es Zeit, auf den Friedhof von Miners End zu gehen und den Grabstein meiner Mutter zu sehen. Mit dem weinenden Engel. Okay, komm, gehen wir rüber. Du. A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. Ein Strauß Astern, die Lieblingsblumen meiner Mutter. Ich finde das mega interessant, weil später noch so Kampfszenen kommen. Wenn der ja tot ist, dann kann uns John ja gar nicht mehr helfen. Is everything alright? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? Funeral. Sherlock, you were distraught.
At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. Also ich bin mega überrascht, die Story ist ganz anders. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Wo kriege ich die Blumen her? I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Don't mind me, sir. I'm just a loyal servant of my craft. Also sie hat auf jeden Fall ein Grab mit einem Engel. Excuse me, just one question. Don't be angry with me, sir, but I don't know. Lass mal genau gucken, was wir hier machen sollen. Einzigartiger Fall. Okay. Wir fanden den Schuldigen, ließen ihn laufen. Die Gerechtigkeit wurde schon Genüge getan. Bin ich wohl weich, hä? Da sind wir. Aha. John fragte mich, ob ich mich an die Beerdigung meiner Mutter erinnere. Das tue ich nicht, aber ich kann versuchen, die Details wieder ins Gedächtnis rufen. Wir war doch hier rekonstruieren. Wahrscheinlich muss ich dann erstmal... Wahrscheinlich muss ich das Grab finden und dann kann ich dort die Beerdigung rekonstruieren. So, da ist die Engelfigur. Aber das war's nicht, okay. Do you know anything about this? His Majesty came out of his palace. I know nothing. Can you satisfy my curiosity? So you think if we have money, we should bow to your whims? No, sir. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Sherlock Holmes geht den Leuten auf die Nerven und stellt nicht die richtigen Fragen. Interessant. Ist schon cool, also macht das einen Unterschied, was du machst. Schön geworden. Oh, was? Da komme ich auch nicht hin, ne? Ich habe ja noch den hier. Aha. Lol. Okay. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Guck mal da laufen wir dann.
The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then. I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. Mega Set Story. So. A pocket watch? It seems familiar, John. Why is it here? Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. A candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prints suggests he is approximately 5.5 feet tall. You were about to tell me the make and model of tyre, but let me assure you, I do not care. Well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. Okay, also jetzt haben wir endlich mal eine Spur, der wir folgen können. Ich finde das schon ein bisschen set. Da ist das Fahrrad. Okay, und wo ist er dann? Geheimnistuerig. Schlaflosigkeit. Ein Mann, modisch. Okay, hier haben wir das Fahrrad. He mustn't be far away to leave it unattended. A portable easel was kept there. Lächerlicher Gegenstand. Ach, das ist... Ah, okay, ich weiß, was es ist. Zum Malen. The hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. The hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. Okay, ich weiß wo. Aber da sind noch 2 weitere. It's stained with oil paint. Ah, genau. Ölfarben, so jetzt am besten. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults.
At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercurio. An artist working in a cemetery. Do you think he'd paint my portrait? So, der ist hier vorne. Oh, it's that ridiculous artist from the... Be nice, Sherry. Mr. Make Holmes, friends. did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. Den kennen wir doch. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Codona in her time here. I was sorry to hear of her passing. Does your gallery feature more than just portraiture? Oh, of course. We display landscapes, sculpture, modern pieces too. I am sure we have something that will move you. You must stop by. Only music moves me, I'm afraid. Then you have simply not found your artist yet. Someone whose work hits you in your core. You're still young. I am sure we'll find them. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. Now what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Oh. Are Also you doch all ein right, Mord? Sherry? Take as long as you need. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. Okay, also jetzt kommen wir ins Archiv vom Rathaus, Polizeiwache oder die Chronicles. Das ist wahrscheinlich die Zeitung. Und dort finden wir dann immer Hinweise. Das war jetzt ein kurzer Leck. Und dort finden wir dann immer neue Sachen. Und jetzt werden wir mal herausfinden, wie das Ganze dann weitergeht. Vielleicht wurde ja unsere Mutter ja doch getötet. Und das ist gar nicht so, wie wir gedacht haben. Werner Vogels Geschichte. Er erzählt außerdem davon, dass die Polizei im Todesfall meiner Mutter ermittelt hat. Das bedeutet, wir sollten in die Polizeiwache gehen und dort definitiv mal herausfinden, was denn, das ist schön, was denn übergeblieben ist von dem ganzen Fall. Wir haben 7 Uhr morgens. Gedankenspiel fängt gerade frisch an. Wir wissen noch gar nichts. Außer, dass mein imaginärer Freund John tot ist. Ist wie es ist. Und ich finde das mit dem Aquädukt aus der altrömischen Zeit richtig schön, ne? Das sieht richtig gut aus mit dem Aquädukt. So, wie auch immer. Genug geträumt. Freunde, gerne liken, gerne abonnieren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Toshi und ciao.